Hi Leute, hier ist Trinity, ich begrüße euch zurück zu Project Cars und wir haben ja aktuell das M1-Event am Laufen. Und ich habe ja dann nach der letzten Episode, nach dem letzten Rennen, nochmal einen Neustart machen wollen. Das hätte ich aber besser gelassen, denn wir haben nicht nur unsere Position nicht verbessert, sondern sind sogar ausgeschieden, weil ich angeblich ein anderes Fahrzeug gerammt habe. Ich sehe das persönlich anders, denn ich bin in Schleudern gekommen und der Wagen ist in mich reingefahren, aber ich wurde disqualifiziert. Da kann man jetzt nichts mehr dran ändern, die Sache ist wie sie ist. Aber wir haben jetzt noch 2 Rennen vor uns und die wollen wir natürlich auch fahren. Wir sind hier in Laguna Seca und das müsste, glaube ich, der Kurs sein, den wir auch schon mal mit den Supercards gefahren sind. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher, deswegen möchte ich gerne eine Trainingsrunde fahren, dass wir das uns nochmal angucken. Ja, echt doof gelaufen beim letzten Mal. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, denn wir haben ja echte Schwierigkeiten mit der Aggressivität der Kontrahenten. Und dann einfach enorme Probleme, das Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen, wenn wir dann mal gerammt werden oder sowas. Extrem lange Ausfahrt hier von der Boxengasse. Okay. Aber heute ist ein neuer Renntag und ich bin motiviert und hoffe, dass wir die Sache heute ein bisschen besser hinkriegen. Aber es geht hier gleich schon wieder zur Sache. Selbst im Training. Und es ist doch eine andere Strecke, so wie ich das sehe. Kommt mir zumindest im Moment so vor. Ich kann mich aber auch täuschen, ich bin gerade echt nicht sicher. Ich glaube, dass es nicht die gleiche ist. Und natürlich ist es hier mit dem Heckantrieb nicht ganz ungefährlich mit den starken Höhenunterschieden. Weil es dann doch sehr gefährlich ist, wenn man dann auf den Kuppen zu viel Gas gibt. Sehr langgezogene Kehre. Wir werden dann gleich auch mal nach dieser Trainingsrunde schauen, was die Konkurrenz so gefahren ist dann, rundenzeitmäßig. Ja, ich glaube gerade diese Kurve, die ist sehr gefährlich nachher im Rennen. Und es sind ja dann meistens auch die Kurven, in denen wir rausfliegen. Und zwar nicht deshalb, weil wir irgendwie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren. Ihr seht ja, es läuft ja hier im Training auch ganz gut. Sondern es liegt dann eher meistens daran, dass wir in der Kurve von irgendeinem Kontrahenten gerammt werden. Und wenn die uns dann quer treffen, wir haben jetzt hier eine 1,40 gefahren,
Wenn die uns dann quer treffen, ist es natürlich fast unmöglich, das Auto unter Kontrolle zu behalten. Okay, wir haben eine 1,40 gefahren. Der aktuell beste 1,35, da wollen wir mal gucken. 1,34, 3,73. Also wenn wir eine 1,35 fahren würden, wäre das schon gar nicht so gut. Denn die liegen hier alle sehr dicht beieinander, wie ihr seht. Wir schauen mal, was wir jetzt im Qualifying rausholen können. Und es regnet auch noch. Ist natürlich nicht so gut. Aber ich weiß ja nicht, ob das nicht die KI möglicherweise auch benachteiligt, dass die nicht ganz so schnell fahren. Ja, wir haben ja in der letzten Episode enorme Schwierigkeiten bei Regen gehabt mit dem Heckantrieb und ich glaube, da muss man auch sehr sensibel mit dem Gaspedal umgehen. Sonst wird es uns gleich wieder sehr schnell von der Strecke fegen. Hier, ach, da können die auf einmal, in der Box können sie an mir vorbeifahren, aber auf der Rennstrecke nicht. Das ist sehr interessant. Aber vielleicht haben wir ja Glück und der Regen lässt nach. Gerade gescheppert hinter uns. Ich verstehe auch gar nicht, gerade hier in der Einführungsrunde, die noch nicht gewertet wird, da braucht man ja nun wirklich keinen Stress zu machen. Okay, jetzt schauen wir mal. Zeit läuft. Ja, ich wäre hier wahrscheinlich etwas schneller gefahren, wenn ich die beiden Jungs hier nicht vor mir hätte. Ich möchte hier versuchen, möglichst eng in die Kurve reinzufahren, denn ich glaube, dass man die so am sichersten nehmen kann. Ja, danke schön. Ja, mit der Zeit liegen wir natürlich nicht gerade besonders gut. Wir sind hier schon bei 1,34 lagen vorhin. Allerdings hatte es da ja auch nicht geregnet. Und ihr seht ja hier, die KI ist auch nicht so viel schneller unterwegs. Allerdings habe ich hier auch ganz schlechte Karten, vorbeizufahren. Ja. Und da hat es uns dann rausgehauen.
Zu viel Gas auf der Hinterachse. Aber vielleicht gibt uns das die Möglichkeit, hier ein bisschen Abstand zur KI zu gewinnen, dass wir hier ein bisschen mehr Platz kriegen. Und ich hoffe, dass wir dann gleich noch eine anständige Runde fahren können. Der Regen scheint hier nicht aufzuhören aktuell. Ich sehe hier echt schwarz, denn die Geraden, die sind so kurz. Jetzt haben wir ihn zumindest erstmal hinter uns gelassen. Oh, das gibt es nicht. Ja. Unheimlich schwierig hier mit so vielen Fahrzeugen auf dem Kurs eine gute Qualifying-Runde zu fahren. Da wäre der Wagen fast weggerutscht. Ausgang der Kurve. Ich hoffe, wir dürfen diese Runde noch zu Ende fahren. Ah nein, Rundenzeit ungültig. Das ist wirklich ärgerlich jetzt. Na gut, da werden wir uns mit einer 1,40 oder 1,41 oder was das gewesen ist, da begnügen müssen. Ich hoffe doch, dass die schnellste und nicht die letzte Runde gewertet wird. Und dann wird es sehr spannend werden im Rennen und vor allem auch bin ich gespannt, was es für Wetter geben wird. Ist schade, es hätte jetzt noch eine gute Runde werden können, aber so natürlich nicht.
Ja, ich weiß auch immer noch nicht so recht, wie ich mich verhalte, wenn ich getroffen werde. Normalerweise hilft es ja im Gegensatz zu beim Vorderradantrieb kannst du ja Gas geben, wenn du in Schlingern kommst. Aber beim Heckantrieb mache ich sonst immer die Lenkung auf und oft hilft es auch, aber bei diesen Geschwindigkeiten hier ist es dann schnell, hilft es dann nicht mehr. Ja, uns geht gleich der Sprit aus. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch ins Ziel kommen. Aber es ist jetzt sowieso vorbei. Okay, es hat gereicht für den 13. Platz. Der hat doch die 1,42 genommen. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen ins Rennen. Und gucken, was wir draus machen können. Ich bin schon ehrlich gesagt ein bisschen besorgt, was die Ruppigkeit hier angeht. Aber ihr seht, zumindest haben wir kein Regen mehr. Und natürlich müssen wir trotz allem zusehen, dass wir uns hier nach vorne bringen direkt. Und am Feld dranbleiben nach Möglichkeit. Du darfst gerne weiterlaufen. Ja, schwierig im Moment an die führenden 3 ranzukommen, aber ehrlich gesagt ist es mir besonders wichtig, diese Position zu halten. Das wäre grandios.
Und der Nervenkitzel bei jedem Überholvorgang, der ist ganz schön enorm, denn jedes Mal hat man die Befürchtung, man wird wieder irgendwie von der Strecke gefegt. Da ist ja schon wieder nichts vorbei. Haben wir die Kurve dann doch zu vorsichtig genommen. Und er haut jetzt ganz schön aufs Pedal. Also ich weiß ja nicht, ob es mir gelingt, nochmal jetzt in der letzten Kurve dran vorbeizuschießen, aber ja, zu viel gewollt. Aber wir halten den 4. Platz und ich finde, ja, wir haben natürlich das Treppchen ganz knapp verpasst, aber ich bin richtig gut zufrieden. Natürlich das beste Rennen bisher, was wir hatten, und deswegen schauen wir uns da die Wiederholung auch mal an, würde ich sagen. Ich denke, das lohnt sich dieses Mal. Also es kann richtig gut laufen, wie man sieht. Es ist schon wirklich davon abhängig, auch wahrscheinlich, wie schnell man sich absetzen kann von der Masse, denn je länger man sich mitten in dem großen Feld befindet, desto größer ist auch die Gefahr, dass man da in irgendwas verwickelt wird. Und ich finde, wir sind hier echt ein sauberes, richtig schönes Rennen gefahren. Wieder über die Hügel fahren. Ja, der hat schon fast irgendwie Lamborghini-artige Züge, finde ich, ne? Dieser M1 Pro Car. Der sieht richtig bissig aus. Ja, ein bisschen schade wäre, ich hätte es gerne noch aufs Treppchen geschafft, aber da hätten wir dann wirklich diese Kurve kurz vorm Ende, die hätten wir dann doch ein bisschen schneller fahren müssen. Wir haben ihn ja schon gehabt, aber ich habe mich da auch dann ein bisschen zu sicher gefühlt und dachte, der Abstand wäre schon groß genug. Ja, auch spannend wird jetzt sein, wie sehr sich jetzt dieser 4. Platz auswirkt auf die Tabelle. Ob wir vom Platz 19 ein bisschen aufrücken können. Ich habe jetzt mir leider nicht angeguckt und nicht im Kopf, wie viele Punkte wir jetzt wohl kriegen, aber ich denke,
dass das für den 4. Platz doch einige Punkte sein dürften. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass es sich erheblich auswirkt. Ihr wisst ja, auch beim Clio Cup sind wir am Ende besser geworden, haben gut Punkte eingefahren, aber trotzdem hat es uns dann bezüglich des Endergebnisses nicht mehr wirklich weitergeholfen. Ja, hier haben wir jetzt die 3. Position inne und leider hat es nicht gereicht, die bis ins Ziel zu halten. Wir werden hier gleich sicher auch die Kurve sehen. Ich glaube, das ist die. Ne, die war es noch nicht. Doch, die war es. Da ist er an uns vorbeigezogen, weil wir einfach dann uns da oben auf dem Hügel ein bisschen verfranst hatten und zu langsam waren. Aber trotzdem, ich finde ein Ergebnis, mit dem wir zufrieden sein können, wenn man berücksichtigt, wie die Rennen zuvor gelaufen sind. Und wir schauen jetzt auch mal. Wir haben uns 12 Punkte geholt. Was bringt uns das in der Gesamtwertung? Hier jetzt erstmal, das Rennen ist natürlich vorbei. Aber wir haben ja noch ein Rennen vor uns und wir sind jetzt auf dem 12. Platz vorgerückt. Immerhin, ich finde, das ist schon echt okay. Denn wir standen echt wesentlich schlechter da vorher. In Ordnung, dann würde ich sagen, fahren wir das nächste Rennen in der nächsten Episode und hoffen, dass wir dann noch einen drauflegen können. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao!